Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, seid ihr hier genau richtig. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es jede Woche neue Inhalte, die euch beim Deutschlernen helfen. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele am Anfang verwirrend sein kann. Die Frage, ob man in Deutschland du oder sie sagen soll. Wann benutzt man welches Wort? Was ist höflich? Was ist zu direkt? Und was ist typisch für Deutschland? In Deutschland gibt es zwei Formen der Anrede. Du benutzt man, wenn man jemanden gut kennt oder wenn die Situation informell ist. Sie benutzt man, wenn man höflich oder formell sprechen möchte. Es ist wichtig, den Unterschied zu kennen, denn das falsche Wort kann unhöflich oder komisch wirken. Zum Beispiel, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, sagt man meistens sie. Das ist höflich. Besonders bei Erwachsenen, älteren Menschen oder bei Menschen, die man nicht kennt. Auch im Beruf benutzt man fast immer Sie. Zum Beispiel, Guten Tag, wie heißen Sie? Oder was machen Sie beruflich? Das Wort Du ist für Freunde, Familie, Kinder und junge Leute. In der Schule sagen die Schüler zueinander Du. Auch unter jungen Erwachsenen ist Du normal. Wenn man in einer Gruppe ist, in der alle gleich alt sind oder die Stimmung locker ist, dann ist Du meistens in Ordnung. Zum Beispiel, wie heißt du? Oder woher kommst du? Manchmal fragt jemand, wollen wir uns duzen? Das ist eine höfliche Art zu sagen, sollen wir du zueinander sagen? Wenn beide Personen zustimmen, sagt man ab jetzt du. Aber wichtig, man sollte das nur vorschlagen, wenn die Situation passt. In der Arbeit zum Beispiel macht das oft nur die Person mit höherer Position. Auch das Alter spielt eine Rolle. Junge Menschen sagen oft schnell du. Aber bei älteren Menschen sollte man vorsichtig sein. Viele möchten lieber gesiezt werden, besonders wenn man sich nicht gut kennt. In Deutschland ist Respekt sehr wichtig. Darum ist Sie die sichere Wahl, wenn man unsicher ist. In manchen Berufen ist das Sie normal, zum Beispiel bei Ärzten, Lehrern, Anwälten oder im Kundenservice. Wenn ich in eine Apotheke gehe oder ein Paket abgebe, werde ich meistens gesiezt. Auch beim Amt oder bei der Bank sagt man Sie. Das zeigt Distanz und Respekt. Aber es gibt auch Orte, wo Du üblich ist, zum Beispiel in Startups, im Sportverein oder bei kreativen Berufen. Wenn die Atmosphäre locker ist, wird oft direkt geduzt. Manche Firmen sagen sogar in der Werbung oder auf der Webseite Du zu den Kunden. Das klingt moderner, freundlicher und näher. Ein besonderes Detail: In solchen Werbetexten oder Newslettern schreiben sie Du mit großem D, auch mitten im Satz. Das ist eigentlich nicht korrekt nach den Grammatikregeln, aber es wird gemacht, um höflicher zu wirken. Zum Beispiel steht da, Danke, dass du heute bei uns bist. Oder wir hoffen, du findest das richtige Produkt. Diese Großschreibung zeigt, das Du ist wichtig und respektvoll gemeint. Das ist anders als im normalen Schreiben. Wenn man einen Freund schreibt, sagt man einfach Du mit kleinem d. Aber in Werbung oder Marketing sagt man oft Du mit großem D, um ein Gefühl von Höflichkeit zu schaffen, auch wenn man sich duzt. Interessant ist auch, in manchen Regionen Deutschlands ist das Duzen häufiger als in anderen. In Süddeutschland oder in kleinen Dörfern duzen sich oft mehr Leute als in großen Städten. Auch im Internet, auf Social Media oder in Apps wird fast immer geduzt. Man kann also sagen, das Du ist in lockeren, modernen und digitalen Kontexten normal. Trotzdem bleibt das Sie wichtig. Es schützt die Privatsphäre und schafft eine gewisse Distanz. Es ist sehr nützlich, wenn man nicht zu nah sein möchte oder wenn man professionell bleiben muss. Besonders am Anfang, wenn man neu in Deutschland ist es besser, Sie zu benutzen. Dann kann man später immer noch fragen, ob man sich duzen will. Ein weiterer Punkt. In der Schule duzen Lehrer die Schüler, aber die Schüler sagen oft Sie zum Lehrer. Das zeigt den Unterschied in der Rolle. Erst wenn man älter ist, vielleicht in der Oberstufe oder an der Universität, kann es sein, dass ein Lehrer sagt, du kannst ruhig du zu mir sagen. Auch bei der Arbeit ist es oft so, dass Kollegen sich siezen, zumindest am Anfang. Erst nach einiger Zeit sagt jemand vielleicht, sollen wir uns duzen? Wenn man diesen Schritt macht, ist das oft ein Zeichen von Vertrauen und Nähe. Im Supermarkt oder im Restaurant sagt man meistens Sie, wenn man das Personal anspricht. Auch wenn sie freundlich sind, bleibt die Form eher formell. Es wäre unhöflich, die Kassiererin einfach zu duzen. Spannend ist auch, manche Menschen wechseln zwischen Du und Sie, je nach Situation.
Wenn man zum Beispiel einen alten Schulfreund wieder trifft, kann es sein, dass man plötzlich wieder du sagt, obwohl man sich lange gesiezt hat. Oder wenn ein Chef in einer kleinen Firma plötzlich alle duzt. Das kann angenehm oder auch unangenehm wirken, je nachdem, wie man sich dabei fühlt. Dieses Thema zeigt, wie fein die deutsche Sprache sein kann. Es geht nicht nur um Wörter, sondern auch um Beziehungen, Respekt und Nähe. Wer gut zuhört und beobachtet, merkt schnell, was in einer Situation passt. Und wenn man unsicher ist sie immer eine sichere Wahl. Was auch wichtig ist, selbst wenn jemand du sagt, bedeutet das nicht automatisch Freundschaft. Es kann einfach eine moderne Art sein zu kommunizieren. Besonders im Internet oder in Werbetexten ist das Du eher ein Stilmittel als ein echtes Zeichen von Nähe. Auch bei Veranstaltungen oder Workshops ist Du häufig, besonders wenn alle Teilnehmer gleich alt sind oder sich für ähnliche Themen interessieren. Der gemeinsame Kontext erlaubt ein schnelleres Du. Trotzdem sollte man aufmerksam bleiben. Wenn eine Person plötzlich zurück zum Sie wechselt oder sehr förmlich reagiert, kann das ein Hinweis sein, dass das Du zu schnell kam oder nicht erwünscht war. In solchen Momenten ist es besser, sich wieder höflich und distanziert auszudrücken. Das zeigt Respekt und Verständnis für die Gefühle der anderen Person. Ein interessanter Aspekt ist auch der Umgang mit E-Mails und Briefen. In formellen E-Mails beginnt man oft mit „Sehr geehrte Damen und Herren" oder „Sehr geehrte Frau Müller". Danach verwendet man konsequent das Sie. Erst wenn klar ist, dass man sich duzt, zum Beispiel nach einem Telefonat oder persönlichem Treffen, kann man in E-Mails zum Du wechseln. Aber das sollte nie automatisch geschehen. Anders ist es bei Newslettern oder Firmen-E-Mails wie von Online-Shops oder Fitnessstudios. Da steht oft „Hallo Max, schön, dass du wieder da bist" oder „Du hast noch etwas im Warenkorb". Das wirkt persönlicher, obwohl man den Absender gar nicht kennt. Die Firmen wollen damit Nähe schaffen. Diese Form des Duzen ist also nicht privat, sondern ein Mittel der Kommunikation. Auch bei Social-Media-Kanälen wie Instagram, YouTube oder TikTok sieht man fast nur noch das Du. Die Community dort ist meistens jung, locker und offen. Creator sprechen ihre Zuschauer direkt an. Wenn du mehr sehen willst, folge mir. Oder schreib in die Kommentare, was du denkst. Das ist normal geworden und fällt kaum noch auf. Trotzdem sollte man auch hier sensibel bleiben. Wenn jemand älter ist oder aus einem formellen Kontext kommt, kann ein direktes Du unangenehm sein. Besonders in persönlichen Nachrichten oder privaten Gesprächen ist es klug, zuerst vorsichtig zu sein. Ein weiterer Bereich, wo das Du sehr verbreitet ist, sind Veranstaltungen wie Messen, Konferenzen oder kreative Workshops. Oft bekommen alle Teilnehmer ein Namensschild mit dem Vornamen und das Du wird von Anfang an verwendet. Das hilft, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Trotzdem ist es gut, auf den Ton und die Sprache der anderen zu achten. In Deutschland gibt es also nicht nur eine Regel, sondern viele kleine Unterschiede. Die Kultur des Ansprechens ist eine Mischung aus Höflichkeit, Nähe, Respekt und Kontext. Manchmal ist es nicht einfach zu entscheiden, was besser ist. Aber mit Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen findet man schnell den richtigen Ton. Zusammengefasst, wenn man unsicher ist, benutzt man lieber Sie, das ist immer höflich. Wenn man sich besser kennt, kann man auf Du wechseln, aber am besten nach Absprache. In der Werbung, im Internet und bei jungen Leuten ist das Du ganz normal. Und in formellen Situationen, bei der Arbeit oder bei älteren Personen ist das Sie oft die beste Wahl. Es ist auch gut, die Körpersprache und die Reaktion der anderen Person zu beobachten. Wenn jemand sehr freundlich und offen ist, kann man vielleicht schon früher Du sagen. Wenn jemand zurückhaltend ist, bleibt man lieber beim Sie. Das Schöne an der deutschen Sprache ist, dass sie viele Möglichkeiten gibt. Man kann je nach Situation und Gefühl entscheiden. Und wenn man einmal einen Fehler macht, keine Sorge. Viele Deutsche wissen, dass es für Lernende nicht immer einfach ist. Ein freundliches Lächeln und ein höfliches Entschuldigung reichen oft, um Missverständnisse zu lösen. Manchmal gibt es auch Zwischenformen, die die Entscheidung erleichtern. Zum Beispiel sagen manche Menschen: „Wir können gerne du sagen, wenn du möchtest." Oder sie fragen direkt: „Ist es okay, wenn wir uns duzen?" Diese Offenheit macht es leichter, die richtige Form zu wählen. Wenn jemand diesen Schritt anbietet, ist es höflich, ihn anzunehmen, außer man fühlt sich unwohl dabei. In bestimmten Berufen wird fast immer das Du benutzt. Zum Beispiel in der Kreativbranche, in Startups oder bei jungen Teams ist es ganz normal, sich zu duzen
unabhängig vom Alter. Das schafft ein Gefühl von Gleichheit und Offenheit. In anderen Bereichen, wie Banken, Behörden oder in der Medizin, ist das Sie weiterhin üblich und wichtig. Dort zeigt es Respekt gegenüber dem Beruf und der Erfahrung der anderen Person. Ein Spezialfall ist das Du mit großem Anfangsbuchstaben in der Werbung oder in Online-Texten. Zum Beispiel: Wir freuen uns, dich bald wiederzusehen oder Danke, dass du bei uns bestellt hast. Diese Form ist besonders höflich und persönlich. Es ist eine Mischung aus Nähe und Respekt. Früher war diese Schreibweise nicht sehr verbreitet, aber heute nutzen sie viele Unternehmen, um Kunden wertschätzend anzusprechen. Es ist nicht falsch, das Du klein zu schreiben, aber groß wirkt oft freundlicher, besonders in kommerziellen Texten. Wenn du Deutsch lernst, kann das alles am Anfang verwirrend sein. Du fragst dich vielleicht, wann ist Du okay? Wann lieber Sie? Aber mit der Zeit lernst du die Unterschiede. Beobachte, wie andere sprechen. Hör zu, wie Menschen in verschiedenen Situationen reden. Und wenn du unsicher bist, frag einfach höflich. Zum Beispiel: Wollen wir uns duzen oder ist es besser, wenn ich Sie sage? Auch im Sprachunterricht oder in Sprachgruppen wird meistens das Du verwendet. Das hilft, eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen. Denn wenn man sich duzt, fällt es oft leichter, frei zu sprechen und Fehler zu machen, was beim Lernen sehr wichtig ist. Trotzdem sollte man auch hier Respekt zeigen und sensibel mit Sprache umgehen. Im Alltag wirst du schnell merken, dass viele Deutsche flexibel mit Du und Sie umgehen, aber sie achten auf den Kontext. Im Supermarkt oder im Bus wird man fast immer gesiezt. Aber wenn man jemanden regelmäßig trifft, zum Beispiel im Sportverein oder bei einem Hobby, kann man mit der Zeit zum Du wechseln. Auch das Alter spielt eine große Rolle. Junge Menschen duzen sich fast immer, besonders wenn sie ungefähr gleich alt sind. Bei einem großen Altersunterschied ist das Sie zuerst üblich. Wenn die ältere Person aber sagt, wir können Du sagen, dann ist das eine Einladung. Diese muss nicht sofort angenommen werden, aber sie ist ein Zeichen von Offenheit. Und noch ein Tipp: In Online-Foren, in Apps oder auf Lernplattformen wird fast immer geduzt. Das ist dort einfach üblich. Wenn du auf einer Lernwebseite Kommentare schreibst oder Fragen stellst, kannst du ruhig Du benutzen. Aber in einer E-Mail an einen Lehrer oder an eine Firma ist Sie besser, besonders beim ersten Kontakt. Am Ende ist wichtig, freundlich und aufmerksam zu bleiben. Sprache ist mehr als nur Grammatik. Sie zeigt, wie wir mit anderen Menschen umgehen, mit Respekt, Höflichkeit und Wärme. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das gern jetzt. So verpasst du keine Folge. Schreib uns in die Kommentare, welche Themen du als nächstes gern hören würdest. Wir freuen uns auf deine Ideen.